Letztes Mal bei I'm Out. Es hat 6 lange Monate gedauert, um durch Mexiko zu reisen und nach Guatemala zu kommen. Guatemala besticht nicht nur den wunderschönen Campingplätze, sondern auch den Bergseen, die umgeben sind von aktiven Vulkanen. Was schön aussieht, ist in Wahrheit eine echte Herausforderung. Die Straßen in Guatemala sind so steil, dass sie oft nur im Slalom zu bewältigen sind. Aber wenn man durchhebt, wird man dafür mit so einem Ausblick belohnt. Der Blick vom fast 4000 Meter hohen Acatenango auf den feuerspuckenden Del Fuego. Also herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von I'm Out, hier kurz vor der Grenze zu El Salvador. In dieser Episode verstoße ich gegen eine der wichtigsten Grundregeln vom Radreisen, nämlich langsam zu reisen und nicht die ganze Zeit auf dem Highway zu verbringen. Aber vor mir liegen die Länder, in denen es einfach viel zu heiß ist zum Velofahren. Und da ein Bus oder das Flugzeug nicht zu meinen Optionen gehört, will ich einfach so schnell wie möglich den Teil nach Patagonien hinter mich bringen. Vor mir liegt Zentralamerika, oder the bit in the middle. Ja, herzlich willkommen in El Salvador. Hinter mir ist San Salvador, Hauptstadt im wunderschönen Land. Ich bin vor 2 Tagen hier angekommen. Kein Problem mit Pass und nichts. Schöne Abwechslung. Und weniger Berge zum Glück. Guatemala hat es echt in sich gehabt. Dafür ist es extrem heiß wieder. Ich bin hier auf etwa 600 Meter Höhe oder 700. Und zum Velofahren nicht so cool, weil es einfach zu heiß ist. Dafür sind die Leute extrem freundlich. Und ich hätte gerne Videos gemacht vom Grenzübergang und so weiter, aber kein Akku gehabt, keine Batterie mehr bei der Kamera und deswegen ist alles ein bisschen in die Hose. Aber naja, jetzt noch mal 2-3 Tage Velo fahren und dann bin ich am Strand. Und dann gibt es noch mal einen Ruhetag, jetzt 2-3, je nachdem wie es aussieht. El Cuco heisst das dort. Surfergebiet, mal schauen. Es sollte so ein bisschen Layback-mäßig sein, ein bisschen Backpacker. Und natürlich, wie gesagt, wie Surfen. Also, vamos, gehen wir dort hin. Die Leute haben Spass. Es war mal wieder ein ganz kurzer Besuch. Heute ist der letzte Tag in El Salvador. Vorne ist die Grenze. Ungefähr 3 Kilometer weit entfernt. Und das Beste ist, schauen wir mal auf den Tacho. Ich werde den 30.000. Kilometer an der Grenze zu Honduras machen. Wie kacke ist denn das, Mann? Die krasse Grenze. Aber naja, es sind
ich glaube 8 Tage in El Salvador. Wie gesagt, heute geht es auf Honduras. Das sind gerade mal 130 Kilometer im Land und dann geht es schon wieder weiter nach Nicaragua. Also die Grenzübergänge werden langsam zum Alltag. Und ich bin froh, wenn es nach Südamerika geht, dass sich das auch wieder ändert. Aber ja, jetzt erstmal let's go auf den 30.000. Kilometer und über die Grenze. Arriba! Ja, Grenzbrücke nach Honduras und das ist der Kilometerstand. Wie gesagt, 30.000er auf der Grenze. Wird wahrscheinlich genau gerade jetzt nicht passieren. Wahrscheinlich wird es hinter dem Gebäude vorne sein. Schauen. Also, Stempel haben wir. Welcome to Honduras. Und das ist der Kilometerstand. Ah, 30.000! Also noch ein geiler Ort finden zum Foto machen davon. Das ist kein geiler Ort. Mal schauen. Im Vergleich zu El Salvador war Honduras sogar noch ein kürzerer Besuch. Gerade mal 130 Kilometer Schnellstraße sind es bis nach Nicaragua. Also machen wir das ein bisschen im Schnelldurchlauf. Nicaragua! Ein schöner kleiner Aufenthalt in Lago de Apoyo. Sorry, nochmal. Schöner kleiner Aufenthalt in der Laguna de Apoyo. Hinter mir. Und jetzt geht es weiter da die Straße drauf. Und es ist irgendwie 9 Uhr am Morgen und schon wieder extrem heiß. Man sieht es mir wahrscheinlich an. Aber heute ist ganz ein kurzer Tag, etwa 20 Kilometer. Und ja, nachher kommen wir auf Granada und dort bleiben jetzt wahrscheinlich mal 2-3 Tage. 3 Ruhetage.
Soweit, so gut. Nicaragua ist schön. Super Straße. Extrem heiß halt, aber das Land nimmt sich viel dafür. Und coole Leute. Oh, gutes Essen. Also gefällt mir da. Von den Protesten habe ich bisher wenig gesehen. Ich war in Managua gestern, vorgestern. Und das Einzige, was ich gesehen habe davon, sind irgendwie 13 eingezeichnete Leichen am Boden. Aber ja, das war alles. Hoffen wir, da bleibt es so. Und von Granada aus geht es auch weiter auf Costa Rica. Dann sind wir schon fast an der Grenze. Also von Granada aus sind es vielleicht noch so 200, 250 Kilometer bis zur Grenze nach Costa Rica. Von dort ist vielleicht nochmal 200 Kilometer bis San Jose. Und dann gibt es einen neuen Pass. Freue mich drauf. Scheiße, das Paperwork ohne Ende. Also, here we go. So schön, Managua, ja, Scheissdreck, Granada. Vor 2 Tagen da gekommen und jetzt unterwegs Richtung Grenze, Richtung Costa Rica. Ins Päckchen ist angekommen, yippie! Also morgen geht es weiter, aber jetzt gehen wir noch zuerst den Markt. Das wahre Leben spielt immer am Markt ab jeder Stadt. Also hier. So, guten Abend. Heute haben wir Granada verloren. Und wir sind es 105 Kilometer gefahren. Kurz vor der Grenze nach Costa Rica. Also die Grenze ist nur noch etwa 2 Kilometer entfernt. Und von dem her wird das erste sein, was ich morgen mache. Und ihr gehört, es ist ein bisschen tricky. Also etwas so wie die nicaraguanische Grenze. Sprich ein bisschen mehr Paperwork als normal, nicht einfach auftauchen, Stempel und Adieu. Ich habe heute 3 Stunden verbracht, um ein Flugticket zu fälschen, weil es eventuell auch verlangt. Also irgendetwas, wo es gesehen, dass man wieder das Land verlässt. Und ich habe sicher kein Flugticket, das ist mir zu blöd. Also ich habe da kurz gefälscht, weil die werden nicht nachschauen. Und ja, jetzt heute Abend kann ich da in einem Restaurant übernachten. Das ist da hinten dran. Liebe Menschen, kommen aus Costa Rica. Ich weiß nicht genau, wieso sie da in Nicaragua wohnen jetzt, aber kann sie nachher fragen. Ihre Sache natürlich, dass ich etwas zu Nacht esse so, dafür, im Gegensatz, also sagt man schon wieder, das Dankbarkeit quasi. Und ja, ein lustiger Tag heute, alles schön flach, alles schön heiß. Habe wieder interessante Sachen gesehen, unter anderem sehr, sehr viele Windräder. Und
Eins davon völlig verkohlt und abgefackelt. Ich weiß nicht, was dort genau passiert ist. Ich glaube, schnell gelaufen. Tja, shit happens. Und natürlich die Leute sind der Hammer wieder, wie immer. Also ich werde Nicaragua ein bisschen vermissen. Ich will aber vorwärts pushen, weil mein Päckchen ist angekommen. Das heisst, die Benzinpumpe für meinen Benzinkocher. Und somit kann ich endlich wieder alleine kochen. Also alleine kochen, was soll ich sagen? Kann ich wieder kochen. Und somit bin ich wieder independent, also absolut unabhängig von allen anderen. Das Einzige, was ich brauche, ist ein Laden ab und zu, wenn ich etwas einkaufen kann. Der andere Kocher, den ich gebastelt habe, funktioniert übrigens, der Alkoholkocher. Aber es ist halt schon gemütlicher mit dem Benzinkocher als wie mit dem Alkoholkocher. Aber Plan B und für das funktioniert er. Ja, mega Lärm da. Ich hoffe, die Lastwagen die hören auf rumfahren in der Nacht. Werden wir sehen. Jetzt lese ich zuerst nachher mein Buch. Laila's Secret, eine Story über Frauen im Iran. Ganz interessant, vor allem wenn man schon unterwegs ist. Habe ich in einem Hostel gefunden, gelesen, also angefangen zu lesen, gut gefunden und geklaut. Und werde es dafür wieder in einem anderen Hostel stehen lassen. Die nächsten Tage werden interessant, endlich keine Hostels mehr. Ich hatte nach langsam aber sicher gesehen. Und das heisst, morgen ist schon mal eine Führerstation rausgesucht, also bei den Bomberos. Und übermorgen eigentlich auch gerade schon. Und dann irgendwann kommen wir schon bald aus sehen. Und dort habe ich, obwohl Costa Rica extrem teuer ist, also schon fast Level USA hat, habe ich in San Jose tatsächlich ein Hostel gefunden mit richtig coolen Dormitories für $4. Ich meinte, die Spiele, die ich da gesehen habe. Also mit den Taxen und allem wird es $5 sein, aber ja, das ist immer noch sehr günstig für Costa Rica. Von dem her, dort werde ich dann wahrscheinlich 2, 3, 4 Tage bleiben, zum neuen Pass beantragen und alles. Hoffe, das klappt und dann geht es direkt weiter auf Panama. Und ja, dann hocke ich schon fast auf dem Boot. Boot nach Kolumbien, das wird das nächste coole Abenteuer. Naja, wir werden es sehen. Ja, guten Morgen an der Grenze! Also, der erste Teil geklappt. Jetzt mal schauen, wie der zweite Teil geht. Haha, Costa Rica! Einfach gegangen als geplant oder denkt. Ich bin in das Office gegangen, der Typ hat mich ein paar Sachen gefragt, wenn ich natürlich lügen musste, unter anderem was mein Job ist. Marketing oder arbeitslose Reisende? Sag mal lieber Marketing, kommt besser. Und hat er mich nach meinem Busticket gefragt. Nein, habe ich nicht. Ein Velo, natürlich ein Velo ist sicher wichtig gewesen. Aber er hat mich dann kurz angeschaut und gemeint, der Typ ist so dreckig und verbrennt, der muss ein Radreisender sein. Und ja, here we are, Costa Rica. Ich weiß nicht, was andere Leute meinen wegen dem Grenzübergang, aber der nicaraguanische war schwieriger als wie Costa Rica. Also ich hoffe mal, es geht so weiter und Panama ist auch einfach. Weil in Südamerika wird es nicht einfacher. Here we go, ich habe gerade Rückenwind.
Geil! Endlich mal wieder kaltes Wetter, wieder mal schauen. Wo ist es? Endlich mal wieder kaltes Wetter. Ist das geil da oben. Ich bin zwar flutschnass, weil es die ganze Zeit schifft. Jetzt gerade nicht. Aber ja, die Füße wieder mal kühl, das ist voll geil. Als ungeschriebenes Velofahrgesetz sagt, Plattfüße ist immer hinten. Herzlich willkommen in der Mitte von der Schönheit von Costa Rica! Hey, ich habe hier etwas richtig Geiles. Und zwar darf ich beim Casey wohnen. Und der Casey ist nicht nur ein geiler Sieg, der Casey hat noch eine ganz geile Campagna. Also das hier, das ist mein Home. Und wir sehen da Chocolate. Und also nachdem ich die ganze Zeit nur in Dorms gewohnt habe, oder halt im Zelt, ist das richtig cool, ein eigenes Haus halt quasi. Und vor allem schaut mal die Umgebung an. Ich stehe hier gerade in meiner Küche. Und mache da typische costaricanische Kaffee, also auf costaricanische Art, weil die nicht mehr so Socken. Und da kann man jetzt ganz einfach das darunter stellen. Kaffeepulver, oben einfitzen und Wasser rein und ganz geil. Und dann haben wir schon Kaffee. Und noch besser ist der Kaffeekupfer. Also der Kaffee kommt wirklich von der anderen Seite von dem Hügel, wo gerade hinter mir ist. Also vielleicht etwa 40-50 Meter Luftlinie. Ja, so genieße ich das Leben da. Es ist wunderschön, es ist ein Paradies. Und
es ist Zeit geworden, weil der gestrige Tag war mega krass anstrengend war. Und habe meine Kleider waschen heute und komme wieder zu Kräften, bin ich mega froh. Und wahrscheinlich voraussichtlich morgen geht es bereits weiter, zurück an die Küste und dann Richtung Panama, wo nicht mehr so weit weg ist, etwa 2 Tage Velofahren. Und ja, und danach wird es Zeit, um ein Schiff zu finden. Ein Schiff wird kommen. Buenos dias, c'est wie ein Traum. Es hat ein bisschen geregnet letzte Nacht, aber dafür ist jetzt wieder Sonnenschein. So soll auch weitergehen. Panama, here we go! Letztes Land in Zentralamerika. Yippie, Schiff kommt nachher. Ach, wie schön ist Panama, Tag 4 in Panama. Aber wahrscheinlich die beste Raststätte gefunden seit Thailand, würde ich mal sagen. Wenn man da mal schaut. Schöne Wiesefläche, ich habe Tisch, ich habe fließendes Wasser hinter mir, ich habe sogar eine Dusche, ich habe Wi-Fi, unglaublich. Hinter dem Gebäude da vorne steht noch ein Billardtisch und ich darf da übernachten. Das war eigentlich nicht geplant. Heute 80 Kilometer gefahren und habe eigentlich noch viel weiter wollen. Aber wenn du einen guten Platz findest, oberste Regel, dann bleib dort und geh nicht mehr weiter, weil besser kann es nicht mehr werden wieder. Und ja, jetzt mache ich einen Kaffee. Also kommt es dann. Da ist Kaffeefilter und Muffin, also voll coole gemütliche Kaffeepause noch. Nachher wird das Equipment umgebastelt und Vordermann gebracht und dann bin ich ready für die letzten 2 Tage in Zentralamerika Velo fahren. In 2 Tagen erreiche ich Panama Stadt. Dort aus geht es dann mit dem Auto an den Hafen, auf Carti wahrscheinlich, und von dort aus mit dem Segelschiff nach Kolumbien und dann endlich auf Südamerika. Ja, Panama an sich bisher eigentlich super cool zum Velofahren, also der beste Highway bisher, also besser als El Salvador oder Nicaragua, entsprechend schnell unterwegs und ich glaube die Gegend wäre auch schön, aber ich sehe nicht viel davon, wenn ich auf dem Pan American Highway unterwegs bin. Aber das ist schön in Ordnung, weil wie gesagt, es ist einfach zu heiß da zum Velofahren und ich will so schnell wie möglich durchfahren. Schnell wie möglich nach Panama City und vielleicht dort noch ein paar Ruhetage einlegen, hoffentlich an einem klimatisierten Platz und dann nach Kolumbien und endlich auf die Berge rauf, kühle Temperaturen. Aber ja, jetzt kocht mein Wasser, also müssen wir Kaffee trinken. Aber noch.
nächstes Mal bei einem Ort. Von Panama City aus geht es ins Paradies. Auf San Blas Island gibt es zwar keine Straße, aber dafür mucho buena onda. An diesem Ort gibt es weder Wi-Fi noch funktionierende Uhren oder Bargeld. Aber wieso auch, wenn man mit Kokosnüsse zahlen kann? Per Speedboot geht es von hier nach Kolumbien und somit auf Südamerika. Patagonien kommt also ein ganzes Stück näher und das Erreichen von Kolumbien stellt ein komplett neues Kapitel von der Weltreise dar. Also in dem Fall, bis zum nächsten Mal und hasta luego!